Eine spannende Kryptowoche geht vorüber. Doch was ist eigentlich so passiert? Wir sprechen heute über die wichtigsten Dinge. Solltest du etwas verpasst haben, dann bekommst du es auf jeden Fall in diesem Video mit. Von daher bleib gerne bis zum Ende des Videos dran. Starten wir direkt mit dem allerersten Thema und hierbei geht es um eine Sitzung, die im Laufe der Woche stattgefunden hat. Wir sprechen hier von dem Bundestagsausschuss für Digitales und hier wurde über das Thema Web 3.0 und Metaverse gesprochen. Leider ist das Ganze nicht wirklich positiv ausgegangen. Man scheint sich eher gegen Web 3.0 und gegen das Metaverse zu stellen. Wenn man sich nämlich die Aussage von zum Beispiel Dr. Malte Engler anhört, denn er antwortete auf die Frage, ob wir in Deutschland das nächste große Ding eben verpassen, mit den folgenden Worten: Wenn wir die technologische Umsetzung von autokratischen Ideologien verpassen wollen, dann bin ich dabei. Quasi ein schwarzer Tag für Web 3.0. Dennoch ist der Bereich nicht aufzuhalten und wird natürlich kontinuierlich von allen möglichen Playern aus dem Space weiterentwickelt. Und nur weil die Persönlichkeiten aus dem Bundestag sich nun gegen Web 3.0 und gegen das Metaverse stellen, bedeutet das natürlich noch lange nicht das Ende. Außerdem gab es Informationen bezüglich MetaMask, denn MetaMask hat angekündigt, in Zukunft mit PayPal zusammenzuarbeiten. Das bedeutet, dass die Menschen aus den USA, abgesehen von Hawaii, nun in Zukunft die Möglichkeit erhalten, direkt mit PayPal Bestände aufbauen zu können. Wir sprechen hier zum Beispiel von ETH. Das Ganze soll dann mit dem Release 5.13.0 möglich gemacht werden. Bedeutet auf der anderen Seite aber eben auch deutlich mehr Informationen, die PayPal vorliegen und damit natürlich auch eine Verbindung zwischen Person und Wallet-Adresse und damit kann natürlich die gesamte Transaktionskette dann aufgeschlüsselt werden. Man weiß also genau, wer was, wann, wie, wo getan hat und diese Informationen sind natürlich am Ende Gold wert. Darüber sollte man sich auf jeden Fall vorher Gedanken machen, bevor man PayPal mit MetaMask entsprechend verbindet und dann anschließend Transaktionen durchführt bzw. Bestände kauft, denn das kann am Ende zu einer sehr, sehr großen Problematik führen. Trotzdem natürlich eine spannende Geschichte, denn damit wird natürlich die Massenadoption hier weiter vorangetrieben und ich bin sehr gespannt, welche Daten und Informationen wir diesbezüglich in der Zukunft noch bekommen werden. Außerdem hat Microsoft nun neben Google angekündigt, dass sie das Thema Cloud Mining komplett unterbinden werden. Das Ganze ist bereits seit dem 1. Dezember aktiv. Das bedeutet, alle, die auf der Infrastruktur von Microsoft aktiv Cloud Mining betrieben haben, sind dazu nicht mehr in der Lage bzw. haben nun ein Verbot dafür erhalten. Alle, die es betreiben wollen, müssen vorher bei Microsoft anfragen, ob sie das tun dürfen. Sie brauchen also erst einmal die Erlaubnis von Microsoft, um die Infrastruktur für Cloud Mining benutzen zu dürfen. Das Ganze wird damit erklärt, dass vor allem die User Experience hoch sein soll. Alle anderen, die also in dieser infrastrukturellen Umgebung sich befinden, sollen eben keine Performance-Probleme bekommen und deswegen hat sich Microsoft dazu entschieden, Cloud Mining komplett hier zu unterbinden, beziehungsweise nur dann zu erlauben, wenn es vorher eben eine Genehmigung gab. Das heißt also, wenn jemand, wie gesagt, das Ganze betreiben möchte, muss er vorher bei Microsoft anfragen. Google hat Ähnliches bereits in der Vergangenheit getan und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis zum Beispiel auch AWS sich dazu entscheidet, also der Amazon-Dienst, solche Dinge zu unterbinden. Und da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, was wir in der nächsten Zeit noch miterleben werden. Diesbezüglich, auch hier halte ich dich natürlich auf dem Laufenden. Außerdem, und das hast du sicherlich mitbekommen, ist es so, dass der FTX-Founder SBF oder Sam Bankman-Fried nun verhaftet worden ist. Das Ganze wurde auf den Bahamas durchgeführt und soweit man das jetzt aktuell beurteilen kann, hat er wohl das Problem, dass es durchaus Richtung 115 Jahre Gefängnis für ihn gehen könnte. Meiner Meinung nach genau die richtige Strafe für eine Person, die nicht nur Geld veruntreut, sondern am Ende eben auch sehr, sehr viele Menschen schädigt oder geschädigt hat. Das ganze Thema ist natürlich deutlich größer und komplexer, als man das jetzt in wenigen Worten eben zusammenfassen könnte. Was wir aber genau wissen, ist, dass SBF einige Dinge sehr, sehr fatal falsch gemacht hat, viele Dinge mit zu verschulden hat und dadurch eben auch automatisch eine Gefängnisstrafe nun plausibel ist.
Sobald es hier neue Informationen bei dem Verfahren gibt, was sich durchaus auch über einige Jahre hinziehen kann, werde ich dich natürlich auch auf dem Laufenden halten. Außerdem, und das ist das aktuellste Thema, gibt es aktuell große Probleme rund um Binance. Die Probleme werden vor allem durch FAT richtig schön aufgebauscht. Wir haben als allererstes mitbekommen, dass die Auditorenfirma sich dazu entschieden hat, die Dienste einzustellen. Das betraf aber nicht nur Binance, sondern auch KuCoin und zum Beispiel Crypto.com. Das hat eine richtig schöne Welle eben ausgelöst an Red Flags, die durch verschiedene Persönlichkeiten vielleicht ein bisschen anders aufgefasst und etwas aufgebauscht worden sind. Außerdem haben wir parallel dazu einen richtigen Bankrun erlebt. Hier helfen Größenordnungen sicherlich, um das Ganze zu verstehen. Wir haben vor einigen Monaten noch knapp 70 Milliarden Dollar auf der Plattform gehabt in verschiedenen Crypto-Assets. Mittlerweile sprechen wir von ungefähr 54 Milliarden, wobei sich das natürlich auch kontinuierlich verändert. Parallel dazu gab es von CZ ein Statement zu FTT bei CNBC. Da sprach er über 2,1 Milliarden US-Dollar. Und auch bezüglich des Stablecoins gibt es hier ein paar Unsicherheiten. Alles in allem gab es bis jetzt keine Veränderung bei Binance. Wir haben hier einen massiven Stresstest. Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen. Aber Binance wankt bis jetzt überhaupt nicht. Es gab keine Dienste, die eingestellt worden sind. Es gab keine Einschränkungen. Es gibt lediglich durch FAT angetriebene Unsicherheiten und hier sollte man die Emotionen hinten ranstellen, natürlich lernen aus verschiedenen Situationen aus der Vergangenheit, sich mit der Thematik Verwaltung und Verwahrung eigener Bestände natürlich beschäftigen. Und auch du solltest darüber nachdenken, dir ein Hardware-Wallet zu organisieren, zum Beispiel über den ersten Link in der Videobeschreibung, damit du selber die Kontrolle über deine Bestände behältst. Not your key, not your coins ist nun mal der Satz, den wir in den letzten Wochen nochmal ordentlich nach vorne bringen konnten durch eben den Zusammenbruch von FTX. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist Binance nicht im entferntesten insolvent und musste auch in keinster Weise irgendwelche Dienste einstellen, sondern wirbt aktuell sogar dafür, dass sie weitere Stellen zu besetzen haben, denn das Unternehmen wächst und wächst. Auch hier werde ich dich natürlich in der nächsten Woche weiter auf dem Laufenden halten. Und zu guter Letzt haben wir hier noch neue Informationen bezüglich der Geldpolitik. Wir sehen hier zum Beispiel die Fed, die nun das Tempo herausgenommen hat. Wir sehen hier eine Anpassung von 50 Basispunkten, also 0,5%. Mittlerweile befinden wir uns bei einem Leitzinsniveau von 4,25 oder bis 4,50%. Auch das hat letztendlich natürlich Auswirkungen auf die gesamten Märkte gehabt. Die EZB hat sich anschließend ebenfalls dazu entschieden, die Leitzinspolitik weiter zu fahren und eine Anhebung hier durchzuführen. Auch hier sprechen wir von 0,5 Prozentpunkten, ähnlich wie es bei der Fed der Fall war. Wir sprechen hier mittlerweile von einem Leitzinsniveau von ungefähr 2%. Und das, was man hier noch zusammenfassend sagen kann, ist, dass sowohl die Fed als auch die EZB sich dazu entschieden haben, diese Leitzinspolitik erst einmal auch 2023 weiter fortzuführen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Das heißt, mit den nächsten Meetings, mit dem FOMC-Meeting und auch den Meetings der EZB werden wir wahrscheinlich also weitere Leitzinsanpassungen miterleben, die vor allem eben eine Steigerung des Leitzinses beinhalten werden. Auch hier werde ich dich natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Zusammengefasst kann man sagen, dass die letzte Kryptowoche doch wieder einiges beinhaltet hat, vor allem sehr, sehr viel rund um Binance, negative Nachrichten, die sich bis jetzt nicht bestätigt haben. Welche Neuigkeit hat dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst sogar? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es dir gefallen hat, dann schalt auch gerne morgen wieder ein, denn auch morgen gibt es ein spannendes weiteres Krypto-Video. Ich freue mich auf dich, wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und bis morgen.